Morgen zusammen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, mir geht's soweit super, du bist gut. Ich habe gut geschlafen und ja. Auf jeden Fall einen schönen Dienstag euch zusammen. Und ja, wie ihr seht, ist wieder Sherlock Holmes am Start. Wir waren ja bei dem Fall 5 war noch stehen geblieben. Das Drama von Kew Gardens. Gestern haben wir das Spiel bei Homers Fluch 5 durchgespielt. Also es war auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Und ja, jetzt wissen wir, wer der Mörder gewesen war bei Bahamas Fluch. Und zwar, das war aus Versehen von dem Shears gewesen. Er wusste nicht, dass er Patronen oder irgendwas hatte in der Pistole, sozusagen. Und ja, er hat dann Medowski noch erschossen gehabt. Und ja, also auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Nur die Rätsel waren ein bisschen knifflig, aber ja. Wenn man das nochmal gespielt hat, weiß man ungefähr, wie es geht. Ich habe es zum ersten Mal gespielt gehabt und dann waren die Rätsel ein bisschen schwer. Da musste ich ein bisschen die Lösung halt nachschauen. Naja, was soll's. Gut, dann würde ich sagen, nicht viel Gerede und dann würde ich sagen, starten wir Sherlock Holmes und gucken, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind. Ich weiß es echt gar nicht mehr. Ob wir da weitergekommen sind, wegen diesen Pflanzen war das ja. Okay. Dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal rein. Okay. Gehen wir mal auf Fortfahren. Wir sehen ja dann, wenn es weiter ist, wo wir weitergekommen sind. Bis nach hier. Okay, perfekt. Ich könnte Fortsetzen drücken. None of the 3 people who work at Kew Gardens know why half of the colonial collection was cleared. So, someone is lying. It is obvious. Ah, stimmt. Einer lügt von den beiden. Also wir waren ja schon mit der, wir haben ja mit dieser Dame geredet, Magrete White, und die hat uns ein bisschen erzählt und bla bla, über den Sohn und so. Ja. Okay, also mit ihr haben wir auf jeden Fall geredet. Können wir hier uns irgendwie noch umschauen? Also hier ist zum Beispiel ein Fenster. Okay, wir können das Fenster wieder schließen. Hier ist irgendwas noch. Fenster. Okay. Was soll das bedeuten? Okay, also man kann rausschauen. Was haben wir hier auf dem Tisch noch? Wir haben hier, glaube ich, alles. Material. Buch. Dann war das hier noch ein Foto. Bla bla bla. Okay. Wir haben irgendwas bekommen mit Viereck. Steht hier. Ein Satzschlüssel für alle Türen. Kühlkarten, außer für die Umkleideraum. Okay. Miss Magrete White sieht hinreißend und wohlhabend aus. Dennoch kann man eine Reihe von ihren Punkten auf ihren Händen erkennen. Diese sind auf Pellagra zurückführen. Eine Krankheit, die nach einer längeren Phase der Mangelernährung auftritt. Das zeigt, dass sie ihre Kindheit in sehr ärmlichen Verhältnissen verbracht hat. Die Anzeichen von Reichtum deutet jedoch auf einen radikalen Wechsel ihrer Lebensumstände hin. Okay, was hat es uns angezeigt? Stehen wir kurz raus. Gehen wir jetzt zu der Mülltonne. Was sehen wir gezeigt? Oh nein, ich habe das Fenster aufgemacht. Was hat uns das hier angezeigt? Ich glaube, wir können jetzt hier überall rein öffnen. Was ist das für ein Raum? Gute Frage. Also wir können auf jeden Fall jetzt überall reingehen. Ja, die Waschmaschine dreht wieder durch. Was mit der Waschmaschine? Ich bin gleich schon wieder da.
Egal, lasst euch einfach nicht stören von der Waschmaschine. Hüpft gern mal rum. Okay, können wir jetzt auch hier rein? Schau mal an, jetzt können wir ins Büro gehen. Jetzt können wir ein bisschen schnüffeln. Okay, wir sollen unser inneres Auge machen. Auf den Tisch, Labortisch, Flaschenabdruck. Okay, nichts. Können wir uns nochmal anschauen. Was haben wir hier? Labortisch untersuchen. There was a bottle here. It left behind a trace of the substance that pervaded the laboratory. Okay, was haben wir hier? Tropfen. Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. Ha. Dann haben wir hier noch Goldspäne. Goldspäne. Ja. Ja, drück doch. Gold dust? Good heavens. What's it doing here? The gold is almost immune to chemical attacks, so it may be a valuable auxiliary for various experiments. Ja. But why would anyone perform such experiments in a botanical garden? Okay, können wir unser Auge benutzen? Wir haben jetzt alles schon geguckt. Was haben wir hier noch? Nichts Bestimmtes. Jetzt haben wir alles. Hier ist auch noch ein Fleck. Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. The bottle is no longer here, but it is possible to detect a faint scent. We need a good nose. Okay, sehr gut. Tobi holen. Wir holen gleich Tobi. Das ist das Studienbuch. A botany book. Über Botanik. A botany book. Lily Book. Ah, kann man das umdrehen? Moment. Ah, was ist das hier? Ein This Name. student's book belongs to Albert. Okay. Chemikalienschrank. Chemicals. A sufficient quantity for some serious experiments. Fotograf. A phonograph used for voice recording. Remarkable. Yes, this is quite a modern laboratory. Wachszylinder. I don't hear anything. I don't hear anything. Ich höre nichts. Jetzt können wir drehen. And it seems clear from these multiple experiments that plants to respond to their environment and have a form of consciousness. Magrete White, February 1895. Report number 245. Study report. Okay, das haben wir uns jetzt angehört. Dann holen wir das andere noch an. Was ist das hier, oder? And it seems clear from Study report. Studienbericht. Okay, jetzt die Augen. Martin Hamish's perception of plants. The notion of communication in the plant world has long been considered marginal, yet I remain convinced that some plants do indeed transmit chemical signals in the event of attack. A study report by Martin Hamish. Okay, aber fotografisch Gegenstand benötigt. This is a table for experiments. It resembles my own. Only this one is kept in good order, Holmes. What should we do next, Holmes? Wir sollten jetzt, Moment, wir schauen uns das noch kurz an. Sieht aus wie so eine Schutzausrüstung. Gloves. Waterproof aprons. Everything one might need for self-protection. Do they grow dangerous plants here? It appears as though the protective equipment is missing from here.
gar nichts. So, dann würde ich sagen, wir holen jetzt Toby von der Baker Street und er soll ja dann hier vorne beim Tisch halt schnüffeln. Gucken, was er herausfinden kann. Fahren wir zu der Baker Street. So. Okay. Dann mal schauen, ne? Ob er was herausfinden kann noch. Gut, fortfahren. So. Haben wir irgendwelche Post? This is what... Nö, keine Post. Moment, was war das? Nix, okay. Und haben wir hier was zu untersuchen? Auch nicht. So, Tobi. Come on, Toby. We have some work for you to do. Let us go to Kew Gardens. Oh dear, Toby. Okay, jetzt sind wir zurück nach Kew Garden. Achso, okay, ich habe nicht angeklickt, deswegen ging es nicht. Okay. Tobi, so süß. Gut, mal schauen, ob was Tobi herausfinden wird bei diesen Tropfen. Guter Tobi. Let us take Toby to the laboratory. He will pick up the scent of this mysterious substance. Search, Toby. Search. Okay. Moment, hier sind irgendwelche. Ich spiele wieder den Tobi. Okay, das führt irgendwie hier durch. Ah, ganz schnell. Oh, okay. Was führt uns das hin? Hinten rum. Aber hier hört das auf. Was hat er gefunden? Congratulations, Toby. Now let us see what you have found. Was hat er gefunden? Vergrabene Flasche. This is the bottle that was used in the laboratory. It was buried here. Chemische Lösung. There is still some liquid remaining in the bottle, with gold flakes. A tiny caterpillar. Not surprising to see one in a garden, but at the bottom of a bottle. Huh. Eine chemikalische Flasche, die in Kew Gardens im Boot vergraben war. Okay, ist abgeschlossen. Sehr gut. Brave Toby. The best nose in the British Empire. Ja. Okay, What should we do next? können wir denn hier irgendwie ansprechen? Just be careful with the plants during your inspection. Das Auto. Okay, das ist selber Eingang, oder?
Ne, ein bisschen anders da. Tresor. Safe. Mm. Ich überspringe das einfach, weil es dauert zu lange, bis ich die Wörter rausfinde. Okay, was haben die hier im Safe drinne versteckt? Wir haben hier einen Brief. Schreiben an Anwalt. Mein lieber Freund, erlaube mir bitte meine Enttäuschung über den letzten Brief zu äußern. Ich bezahle dich, damit du mich verteidigst und nicht damit du mich beschuldigst. Kew Garden ist eine königliche Einrichtung. Wir erhalten die großartige Möglichkeit, die ganze Welt zu bereisen und wertvollsten und seltensten Pflanzen zu bewahren. Unsere Aufgabe besteht darin, solche Pflanzen zu schützen, auch vor allem wenn jene, die mit ihnen ihren dubiosen Geschäfte machen wollen. Diese göttliche Gesellschaft, von der du schreibst, hat kein Recht, solch wertvolle Pflanzen zu halten. Sorry, ein Wort übersprungen. Erinnere dich bitte an den Vorfall von 14. Juni 1989. Aus diesem Grund möchte ich dich bei einem Respekt ein weiteres Mal bitten, Kew Garden die Genehmigung hinsichtlich dieser Pflanzen zu beglaubigen. Die entsprechenden Dokumente wurden dir am Montag zugeschickt. PS, wir sehen uns wie immer am Dienstag im Borsels. Montagedön. Was ist das hier? Beschwerdenbrief. Beschwerdenbrief. Mr. Donny, wir bitten Sie zum letzten Mal, unseren lieben Schwestern zurückzugeben. Sie haben nicht das Recht, sie gefangen zu halten. Sie gehören Ihnen nicht. Ihre sogenannten Genehmigungen sind allesamt ungültig. Sie verstecken sich hinter Lügen, unter anderem hinter der Lüge, die in der Presse als der Vorfall vom 14. Juni 1889 verbreitet wurde. Das sind keine weiteren Details nötig. Was sie getan haben, ist wahrlich abscheulich. Seien Sie versichert, dass wir unsere Schwestern niemals aufgeben werden. Wir haben ihnen vertraut und bereuen das nun sehr. Die göttliche Gesellschaft. Es sind aber viele Briefe hier. Noch ein Brief. I suggest that we don't tell Miss Magrete White about this document. Eine Schuldenübersicht. Schulden von Miss Magrete White und an Mr. Montgomery. Vermietung einer Wohnung in der Oxford Street. Ein Stipendium für das Studium an der Universität von London. Kredite bei Hamilton, bei der Radigan House, Schneiderei und beim Juwelier Bad & Sons.
Okay, wir haben jetzt ja Gedankenspiel wieder. Zum Beispiel tödliche Pflanzen gestohlen. Nee. Aber. Nee. Also wir können Vergiftung. Also wir können leider nichts machen. Okay. Was können wir hier noch durchsuchen? Nee, finden wir bestimmt irgendwas noch. Fotografie. A photograph of Montague Dunn and Reynold Hamish. Was haben wir hier noch liegen? Newspapers discussing Kew Gardens. So, Erfahrung von Kew Gardens, The Times. Neue Pflanzenart. Die Belegschaft von Kew Gardens verkündet voller Stolz die Züchtung einer neuen Gerstenart, die völlig resistent gegenüber Kälte ist. Folgerichtig wurde die sibirische Gerste gekauft. Martin Hamish, der stolze Züchter neuen Getreideart, wird zu kommenden Montag eine Pressekonferenz zu diesem Thema abhalten. Auch noch ein Brief. Heute gibt es viel zum Lesen. Trennung. Liebster Magrete, nach unserem letzten Gespräch glaube ich, wäre besser, wenn du deine Arbeit hier in Kew Gardens einstellen würdest. Wie du ziemlich offen festgestellt hast, bist du ja nicht mehr auf meine Unterstützung angewiesen. Denn du stehst offensichtlich auf eigene Füßen, wie du gemeint hast. Nun, so gebe ich dir deine Freiheit zurück und wünsche dir viel Glück. In deinem künftigen Leben, Montague. Oder so. Aber ich kann noch ein Gedankenspiel machen. Mr. White and dann. Okay, das geht. Was steht hier? Trennung. Montague hatte vor, Miss Whites Arbeitsverhältnis als Angestellte von Kew Gardens zu beenden. Okay, was haben wir hier noch? Champagne. Montague Dunn had good taste. Wein. French wine. A remarkable vintage. Okay, anscheinend gibt es hier nichts mehr. Können wir jetzt mit ihm reden? Just be careful with the plants during your inspection. Okay. Wo gibt's noch, wo wir nicht rein konnten? Gibt's hier noch irgendwo einen Weg? Stimmt, Nursery. Achtungshaus. Ist offen, okay. Was haben wir hier? Arbeitstisch. Hamish A thesis written by Martin Hamish. A glasses case. It is empty. This area serves as Martin Hamish's office. Plakate. Was haben wir hier? This poster is for an exhibition that Martin Hamish was directing. But it had nothing to do with Kew Gardens. Ja. This certificate belongs to Martin Hamish. He won a horticultural competition. Was haben wir in der Mitte? 8 zu These young plants must be delicate if they are kept in the nursery. These young plants must be delicate. Okay, also hier haben wir auch alles. Es gab jetzt nicht so viel zum Entdecken.
The seeds of plant species are stored here. Okay, aber es ist auch geöffnet. Okay, können wir sprechen? Poor Mr. Montague Dunn. It is so awful. Okay, also wir haben jetzt soweit alles, glaube ich, geöffnet hier. What should we do next? Ja, das war sie dann auch nicht. Also wir haben jetzt soweit alles geöffnet, so wie ich sehe. Aber keiner will mit uns reden. Was ist Büste? Oh, schau mal an, was ist das? It is a bust of Montague Dunn. I am curious if the marble that we found will fit this place. Here it is. The marble fragment that we found in the Colonial Collection Room is what they have in common. What should we do next, Holmes? Okay, jetzt haben wir eigentlich soweit alles hier durchsucht, aber bestimmtes gibt's ja nicht mehr. Okay. Ich glaube, ich habe alles soweit. Hier auch. Fenster öffnen. We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. Vielleicht müssen wir da nochmal rein. Können wir jetzt hier irgendwas noch machen? A ventilation system. Immer noch ein Gegenstand. Vielleicht kommt das noch. So, das waren wir. Ach, Watson. Eigentlich Wüstenhaus. The symbol is not from Kew Gardens. Do not. Das haben wir alles schon geguckt.
These plants come from... This sign is... Excuse me, but I have to tidy up this room. Man kann mit gar kein reden. Braved. Okay. Symbol auf den Blumentöpfen, die im Kühlgarten gefunden haben. Töpfe stammen offensichtlich nicht von dort. Das müssen wir eigentlich machen. Finden Sie raus, wer Montage ermordet hat. Wo waren nochmal diese Schutzanzüge? Die waren hier dran, oder? Ne, die waren im anderen Büro. Da will ich jetzt rein. Locked. Holmes, Albert Dunn didn't give us the key to this door. It does not matter. We will open it. Okay, dann weiß ich noch genau, wie man das... Wir liegen das nochmal Linie. Hallo. So, okay. Und so. Ich muss mal überspringen, weil ich habe keine Ahnung. Jetzt können wir reingehen. In die Umkleideraum. Hey. Was? Okay, muss ich doch noch machen. Bewegen.
So muss es aussehen, glaube ich. Ist aber auch nur Streifen. Okay. Open. Okay, ist offen. Dann schauen wir mal, was hier. Miss Whites Schrank. Miss White's locker. Gucken, was wir hier finden. Ein Diplom. Apparently, Miss White is a capable student. Miss Whites Brief. A draft of the letter that Miss White sent to her parents. Brief an Familie White. Liebe Mutter, lieber Vater, nur mit Widerwillen schreibe ich diesen Brief, um euch um Hilfe zu bitten. Meine Studien- und Wohnkosten haben sich als höher herausgestellt als ursprünglich gedacht. Aus dem Grund fürchte ich, werde ich auf lange Sicht nicht tragen können. Mir ist bewusst, dass wir in der Vergangenheit nicht immer einer Meinung waren, aber ihr werdet hoffentlich nicht zu herzlos sein und tadellos mit ansehen, wie eure Tochter nur aufgrund von Geldmangel ihr Studium nicht abschließen kann, oder? Magrete. Das ist ihr Hut. Hier ist Daumen haben wir. Kann man es umdrehen? Apparently, Ja, okay. Hier haben wir noch einen kleinen Schmuckkasten. Was haben wir drin? these jewels must be worth a small fortune. Handtasche. A vanity purse. It is of high quality. Brief der Familie. Antwort der Familie White. Margaret, wir waren ganz überrascht, als wir deinen Brief erhalten haben. Wie kannst du nur um Geld bitten? Nach all den Jahren, seitdem du uns verlassen hast und in denen du nicht ein einziges Mal an uns gedacht hast. Bisher hast du uns nie etwas über dein Studium verraten, aber jetzt auf einmal tust du es doch. Vermutlich schämst du dich einfacher für uns, weil wir nicht derselben oberen Klasse sind. Deine neuen Freunde wir sind bescheidene Menschen, aber du hättest zumindest von uns lernen können, dass die Familie an erster Stelle kommen sollte. Und zumindest haben wir unseren Ruf ruiniert, wie du es offensichtlich bereits mit deinem Arbeitgeber Mr. Dunn getan hast. Nein, Marguerite. Wir sind, die sich wegen dir schämen müssen. Okay. Klare Ansage. Okay, was haben wir hier noch? Hamish Schrank. Martin Hamish's locker. Chemiebücher. Martin Hamish studied chemistry. Interesting. Ein Brief von Magrete Hamish. Magrete Hamish, Beförderungswunsch. Sehr geehrter Herr Generalsekretär, aufgrund der jüngsten Ereignisse in Kew Garden möchte ich meine Bewerbung um den Posten des Direktors erneuern. Wie ich bereits in meinen früheren Briefen bekundet habe, halte ich niemanden für besser geeignet dafür als mich selbst. Als Mr. Montaigne noch am Leben war, konnte ich Ihre Bedenken dieser Hinsicht verstehen.
Der Saarländer, vielen, vielen Dank. Freut mich sehr. Danke, ich wünsche dir auch einen schönen Tag noch. Und es freut mich, dass du vorbeigeschaut hast. Bis zum nächsten Mal. Geeignet dafür als mich selbst, als Mr. Monteduan noch am Leben war, konnte ich ihre Bedenken in dieser Hinsicht verstehen, hatten politische Gründe und hatte mich selbstverständlich damit abgefunden. Doch jetzt herrschte große Unordnung in Kew Gardens. Wie kam ich in dieser Situation tatenlos zusehen? Wie kann ich die Gärten umfahren und unmotivierten Menschen überlassen? Von daher muss ich sie bitten, schnellstmöglich Entscheidungen zu treffen, damit ich mich mit voller Stärke die wichtigen Aufgaben widmen kann und nicht mehr belastet werde durch die fortwährenden Unwissenheit. Okay. Botanikzeitschrift. A review on rare and exotic plants. Martin Hamish has written several pieces. Fotografie. Wer ist das? Hamish und White bestimmt, hm? Drehen wir mal um. Was gibt's hier? Father and I, Kew Gardens. Okay. Okay, das habe ich gerade gelesen. Was haben wir hier? Albert's locker. Alberts Schrank, okay. Dann müssten wir das innere Auge machen. Aber warum? Das sieht gar nichts. Specialist articles on shipyards and ship construction. Albert Dunn has a great passion for shipbuilding and the sea. Ablehnung schreiben. A rejection letter from the British Royal Naval College. Ablehnung schreiben der Royal Navy. Royal Navy College, Rekrutierungszentrum für Unteroffiziere London. Sir, mit Bedauern muss ich Ihnen mitteilen, dass wir Sie trotz Ihrer hervorragenden Ergebnisse bei unseren Eingangsprüfen nicht auf dem Royal Navy College willkommen heißen können. Vater Mr. Montague hat seine Absicht zum Ausdruck gebracht, Ihnen die Leitung der königlichen botanischen Gärten in Kew Gardens anzuvertrauen. Und es erscheint selbstverständlich, dass er nicht ein ganzes Jahr, das sie für alle Marienausbildung benötigt, auf sie verzichten wird. Wir wünschen Ihnen viel Glück für Ihre Zukunft in Kew Gardens. Hochachtungsvoll, J.M. Le Marchand, Leiter des Royal Navy College. Aber ich mach das. Ah, hier ist was. A picture of Miss White and Albert in front of the University of London. Hier. And they seem to get along. Okay. Ich hoffe, wir haben jetzt ja alles soweit durchsucht. Okay. Können wir jetzt What should we do next, Holmes? Können wir jetzt die ansprechen darauf? Mal gucken. Jetzt endlich. So. Kew Gardens. Mr. Hamish, was someone from your family connected with Kew Gardens? Family? No. I'm the only one with a passion for botany. Ja, okay. I do not think so. This photograph of you and your father at Kew Gardens suggests the opposite. But you have no right to. Do tell us more about your father. He was, indeed, the greatest botanist of his time in the British Empire. He worked together with Montague Dunn until the end of his life. He brought me in at the age of 12. Did he get on well with Mr. Dunn? No, I couldn't say that. They expanded Kew Gardens together, that was all. And it was all my father's work. For Dunn,
Always lived the high life. So Mr. Dunn was not helping your father? Oh, yes, he provided the financial support. And as far as he was concerned, that fulfilled his role. But the worst of it was, he declared himself as the master of Kew Gardens. Fame meant nothing to my father, so it was easy for Mr. Dunn to take all the credit. Büste. There is a bust of Montague Dunn in the nursery. A bust? Oh, that old thing. Further proof of that outrageous ego of his. But why in that room in particular? Oh, I don't know. It has always been there. Ja. It is strange, because I recovered a fragment of the bust inside the Colonial Collection room. Really? Oh, well, so I am mistaken. It ought to have been removed during the cleanup. This room is so small. Do you know who moved it? I have no idea. Surely Mr. Dunn requested it. Do you have any more questions like this? Because fragments of rock are not my responsibility. Evidently. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Okay, jetzt haben wir hier schon einen Anhaltspunkt. Jetzt werden wir noch mit dem ihm reden. Wer war das nochmal? Albert Duane, okay. Und Mrs. Wright noch. Sehnsucht nach der Marine. I perceive that you are passionate about the Royal Navy. Passionate? No, not really. I like ships, that is all. Are you quite sure? You do not seem to be so interested in plants. It's difficult, that's all. My future is here. It has never been about anything else. Falsch, Mist. I perceive that you are passionate about the Royal Navy. Passionate? No, not really. I like ships, that is all. Are you quite sure? It's difficult, that's all. My future is here. It has never been about anything else. And Okay. yet I Ist alles know richtig that the gemacht. Royal Sehr, sehr Naval gut. College rejected your application. Ah, you truly are as clever as they say. Yes, that's correct. And in fact, my father was strongly against the idea. He did his best to ruin my plans, although I almost did succeed. But my dreams were shattered, Mr. Holmes. Thank you, young man. We shall see you again soon. Okay, jetzt haben wir mit ihm auch geredet. Dann würde ich sagen, reden wir noch mit der Mrs. White, Magrete White. Mal gucken, was die uns auch noch zu sagen hat. Wo finden wir die nochmal? Ich glaube... draußen. Draußen im Büro. Komme ich nochmal zum Büro? Moment, wo war sie nochmal? Hier drin? Ja, hier ist sie. Kew Gardens is such an exciting place. Wouldn't you agree? Okay, mit ihr reden kann ich nicht. Okay, ich kann vielleicht Gedankenspiele machen für ein neues. Okay, was haben wir hier? Albers Motiv. Albert hatte ein Motiv für den Mord an seinen Vater Monto. Dann, dieser hatte seinen Traum zerstört, sich der Royal Navy anzuschließen. Durch den Mord hätte sich Albert nicht nur gerecht, sondern auch die Nachfolge seines Vaters als Direktor von Kew Gardens übernehmen können. Okay, was haben wir noch hier? Ups. Stopp. Vergiftung. Nee. Gut. Nee. Miss Studium, Mrs. White and Dunn.
der New Director. Arbeit, Aktion. Nee. Da haben wir direkt der neue Direktor. Wut, okay. Dann haben wir hier Hamishs Motiv. Martin Hamish hat ein Motiv. Er glaubte, dann haben ihm von seinem Vater das Leben ruiniert, indem er das ganze Lob für ihre Verdienste eingeheimst hatte. Hamish wollte die Leitung der Gärten übernehmen, wusste jedoch, dass es nicht möglich war, solange Don lebte. Puh. Okay, noch. Was haben wir noch? Tödliche Pflanzen. Ne? Mr. White auch nicht. Vergiftung. Studio. Okay, wir können soweit nichts wieder machen, wie es aussieht. Was fehlt uns dann noch? Okay, dann fahren wir kurz zurück zur Baker Street. Was haben wir hier? Das haben wir schon. Fahren wir kurz zur Baker Street. Gut, ich bin sofort gleich wieder da. In der Zeit keine Kutsche fahren. Bis gleich.
So. So, ich bin jetzt auch wieder da. Gut, wir sind jetzt wieder in der Baker Street angekommen. Gut, dann schauen wir uns mal da oben, ob wir was machen können. Okay, mal schauen. Oh, hier können wir was machen. Was steht hier? Nach dem Symbol auf den Ausstellungstopf suchen. Nach dem Vorfall von 14. Juni 1889 suchen, untersuchen. Okay. Gut, dann suchen wir das mal. Nach dem Symbol. Symbol von Knöpfen, die wir Kühlgarten gefunden haben. Die Töpfe. Stopp! Kunst auf jeden Fall vielleicht. Zeichen, Symbole, göttliche Gesellschaft, oder? That is not the one I need. Nicht? That is not the one I need. Aber wir suchen doch mal Symbole, oder? Ah, hier. Simons Gartenwelt. Werkzeuge und Vorräte für den Garten. Wir sind ein Premium-Lieferant für all Ihre Bedürfnisse im Gartenbau. Umfangreiche Auswahl und Lieferung von Sand, Pflanzenerde, keine Ahnung, oder Topfvarianten sowie sonst allem, was Sie benötigen. Here it is. Okay, was fehlt uns noch? Nach dem Vorfall von, da müssen wir, glaube ich, in Zeitungsartikel schauen. Also wir brauchen 1889. So. Hier, Skandal bei der göttlichen Gesellschaft. Skandal bei der göttlichen Gesellschaft, die Strand. Die göttliche Gesellschaft, eingetragen in 48 Grosvenor Street, Castellon Road. Eine Vereinigung von Anhängern des Gottkönigs Striva, die den Schutz von Pflanzen und Bäumen als ihr Ziel bevorsteht, im Mittelpunkt von polizeilichen Ermittlungen. Die Anführer dieser Vereinigung stehen im Verdacht der Veruntreuung von Vereinsgeldern. Je nach Ausgang der Ermittlungen besteht die Möglichkeit, dass offiziell Ausklage erhoben wird. Indes werden viele Stimmen laut, die das Vorgehen der Polizei verurteilen. Das verwundert alle nicht, denn diese private Organisation, die sich offenbar der Naturerscheinung die Fahnen geschrieben hat, kann zahlreiche einflussreiche Mitglieder vorweisen, darunter auch bekannte politische Persönlichkeiten der Opposition-Partei. Haben wir jetzt auch Here it is. gefunden? Sehr gut. And here is the Divine Syndicate's address. Perfect. It is time to find out what they have against Montague Dunn. Okay, was haben wir? Okay, gehen wir dann später zur göttlichen Gesellschaft hin. Haben wir hier noch was Bestimmtes zu machen? Ja, unbekannte Flüssigkeit analysieren. Gut, dass ich nochmal Let us nachgeschaut determine habe. just what we have found here. Let us pour liquid from the bottle into a test tube to perform an analysis. So, was süße Nerven. This is the bottle that we found hidden at Kew Gardens. Let us use a pipette to take a sample of the liquid and fill a test tube.
colorless, water-based liquid. Ach so, nein. Quite a strong floral aroma. Holmes? What are you doing? It has a bitter taste. What if it's poisonous? Did you ever see poison stored in enormous jars like that? Anyway, there is a doctor nearby. So what do you think it is? It is some kind of organic compound. Let us vaporize the liquid and see what happens. Gasbrenner aktivieren. Was ist passiert? Small colorless crystals. Colorless, tiny crystals that are soluble in water, with a floral smell and a bitter taste. Watson, could you pass me that small bottle, please? Of course. Here you are. Holmes, do you know what it is? Wagner's reagent. There was a label on the bottle that you passed to me. No, Holmes, I meant the bottle that we found. Let me add the reagent and see if there is any sediment, and then I shall tell you. Okay, I need to take a pipette and make several drops of the reagent. Okay, gib mal die Pipette. Hier ein bisschen von dem Reagent. Und mischen das dann hier rein. Nehmen. Red sediment, just as I suspected. This liquid is of organic origin. It contains some alkaloid. Most likely it is unstable, and that is why there is a quantity of gold dust to prevent contamination. This mixture is probably a fertilizer. Someone was carrying out unusual experiments in the garden's laboratory. Okay, dann haben wir es auch erledigt. Haben wir hier noch was Bestimmtes? A map of London. Okay. Ja, jetzt haben wir alles soweit gemacht. Steht ja immer noch am Fenster. Oh Mann. Oh dear, Toby. I wasn't aware that you were Watson's new literary agent. What should we do next, Holmes? Das nächste, was wir jetzt machen, wir fahren jetzt mal zum göttlichen Gesellschaft. Außer Moment. Indem sie finden sie heraus, was die göttliche Gesellschaft verbirgt. Okay. Symbol auf einen zerbrochenen Blumentopf aus dem Hinterhof der Gärten. Es stammt nicht von Kew Garden und bedeutet so viel wie göttlich, wenn ich mich nicht irre. Gut, dann fahren wir jetzt zur Gruppe göttliche Gesellschaft.
Da, das geht aber schnell. Okay. This place is beautiful, Holmes. Its atmosphere is remarkably soothing. Let us find someone who could help us. Ja, es sieht schon sehr schön aus hier. Dann würde ich sagen, wir schauen uns mal hier um. Gemütlich und gelassen. Hier ist eine Glocke. Und soll ich mein Auge aktivieren? Was? Achso. Hier hinten. Was ist das? Fragments of a flower pot. It fell down here. Deckel. Es sind noch diese Blumentöpfe, oder? Das ist wieder das andere. The Kew Gardens symbol. Ah. Was haben wir hier noch? A fragment of a flower pot. Können wir hier irgendwas? Locked. Hallo Guru. Good day to you, sir. My name is Sherlock. I am exalting the sap. A while can you wait? From the trace of elements and moreover from the quality of the ambient geotropism it depends. Therefore, please, mind my gravitropism. Its balance, do not disturb. Disturbed is most definitely the word. There. Completed is the symbiosis. Welcomed you are. To introduce myself I shall. I am the Green Grand Mystic. The Green Grand Mystic himself. This is me. Who am I speaking to? We are two gentlemen who are extremely interested in the vegetation philosophy that is advocated by this establishment. Listening to you, I am. Erstmal tue ich dich analysieren, wer du genau bist. Was hat er hier? Tätowierungen. Okay. Spielen an den Fingern. Handverletzung. Chemieerfahrung. Okay. So, dürfen wir uns umsehen? We should like to take a look around, to immerse ourselves in the wisdom that emanates from here. It is a school of anastomosis, the divine scholastic syndicate for vegetation veneration and meditation. You may say, the divine syndicate, glory to the eukaryotic. Only true devotees, those whose hearts are ready to spermatophize in sharing of knowledge, are permitted to physically enter our vegetable kingdom and its wisdom. And to be permitted, you must earn it. Yes. Okay, bereit. Green Grand Mystic, we are ready to become devotees and gain access to your temple. What is the name of our Lord, our God King?
Green Grand... What is the name of our Lord, our God King? Mist. Green Grand Mystic. We are ready to become devotees. What is the name of our Lord, our God King? Okay, Our God King's name is Triwan, Green Grand Mystic. Oh, la. Good, good. I like you. Here is the holy key to the wisdom place. Holy donation, can you make whenever you so wish? Thank you so much. I pray you to taste our fertilizer substance. From the burdens of life it helps to free. But of course. Raw sap, it is called. It is near the entrance. Kennt sie Kew Gardens? Do you have friends at Kew Gardens? None. Not worthy there. Sind Sie sicher? Symbol auf zerbrochenen Topf. Nee, was weiß ich. Shit. Do you have... None. Not worthy there. Ja. Nevertheless, we have seen Kew Gardens flower pots in your yard. How could they happen to be there? What? Our sacred place you permitted yourself to search. Sacrilege. No, really now. There was a theft of plants at Kew Gardens a matter of days ago. And we believe the pots we found here may be connected with it. Please tell us, were you involved? No. Those plants were ours. They had stolen them from us. How so? Their director, Dump, I believe. Done. Yes, that's what I said. Also He dann, borrowed ich sag from immer us Donné. 3 of our sisters for the exhibition at his greenfly-infested gardens. But he never gave them back to us. Excuses and imbecility. So we went in and saved them. I see. So, if you stole those rare plants from them, then it means... Ah, I get it. Bravo, Holmes. I think the case is solved. No, we did not steal. We saved. Well, as a matter of fact, we were unable to find our 3 plants. I beg your pardon. And yet you took all of the exotic plants from the stand. They had disappeared. It was the least we could do. They stole our sisters, and so we stole theirs. Well, we will leave you to your meditation. Verschwundene Pflanzen. Nee. Intention. Ne. Gestohlen. Ja. Von dieser göttlichen Gesellschaft. Okay. Sekt stahl alles. Die göttliche Gesellschaft stahl alle Pflanzen, auch die tödlichen. Sie können sie eingesetzt haben, um dann zu ermorden. Teilweise Diebstahl. Die göttliche Gesellschaft stahl nach der Ausstellung alle Pflanzen bis auf die tödlichen. Ich denke mal alle bis auf die tödlichen vielleicht. Vielleicht. I hope. Also ich gucke erstmal mal die anderen Hinweise an. Der 1. Vergiftung. Ich hoffe, es ist richtig, weil... Außer, was kommt, wenn ich jetzt hier oben mache? Sekte hat dann getötet.
Also wir sollen das noch nicht machen. Also denke ich mal, das ist teilweise Diebstahl. Okay, was gibt es hier noch zu sehen? Hab ich ja eigentlich schon gesehen, oder? Hier geht's wieder in den Kreis. Schlüssel zum Tempelgebäude göttlichen Gesellschaft. Der große grüne Mystiker ist ein seltsamer Mann. Er hat eine chinesische Tätowierung, zu dem er auf der linken Handfläche eine Narbe, die entsteht, wenn man eine chemische Pipette zu stark drückt, während man versucht, eine Flüssigkeit aufzunehmen. Er hat dennoch Erfahrung mit Chemie. Wirklich Ausintelligenz erfahren. Okay, dann wird man nicht gehen. Ich habe irgendwie einen Schlüssel noch erhalten. Hier war irgendwo eine verschlossene Tür noch gewesen. Wo war die? Ist die da hinten? Gucken wir mal. Ja, komm rein. Was ist das? Was steht da? Drogentisch. That should be the raw sap that the Green Grand Mystic spoke of. Löffel nehmen. This is rather delicious, and of an excellent quality. My word, Holmes. Their sap is like a form of cocaine. Der ist es einfach. Ich schaue mich erstmal hier um, bevor ich dann mit den Herren spreche. Hier gibt es nichts. Wohltäter. The list of plant friends and benefactors, lawyers, well-known manufacturers, political leaders. This must be Triwan, the divine syndicate's god. Das ist fast wie so eine Gesellschaft, oder so eine Sekte vielleicht, wenn ich mich nicht irre. Hallo, Adept. Osmosis and photosynthesis. Können wir den mit reden? Praise the grand tree. Praise it. Praise the grand... This green grand mystic fellow seems rather suspicious, Holmes. We should search every inch of this place. Käfig mit Raupen. Caterpillars. They are raised as food for certain plants. Let's take them. Jetzt laufen wir mit den Raupen hier rum, oder was? Toll. Dionea muscicola. A tropical plant. Nothing of interest. Rafflesia arnoldi. A tropical plant. Nothing of interest. Okay. Hier. A tropical plant. Nothing of interest. A tropical plant.
Nothing of interest. Gleich, wir gucken jetzt noch A tropical plant. Okay, sind alles A tropical plant. tropische Pflanzen. Okay, dann gehen wir jetzt über den großen Blumen. Florium diablotic. These 3 plants are identical to the ones shown at the exhibition. I shall take them. Ja, nimm alles mit. Also viel Platz in den Inventar aus. Okay, was haben wir hier? Verschwundene Pflanzen, Verdächtige, nee. Vergiftung, verdächtige Zutaten. Hier unten. Mit Pflanzen experimentieren. Führen Sie ein Experiment in tödlichen Pflanzen durch, bei dem Sie Alkaloid und die Raupen benutzen. Das heißt, wir müssen jetzt zurück zur Baker Street. Ich gucke mal, ob man das da machen kann. According to the deadly plants information, in order to perform our experiment, we will need fertilizer and food. Caterpillars should do nicely. According to the deadly plants information, in order to perform our experiment, we will need fertilizer and food. Caterpillars should do nicely. Und wir haben mitgenommen. According to the deadly plants information, in Erde, wo ist Erde her? Kommen wir jetzt aber zurück oder was Erde holen? Also nochmal zurück. Ich habe, glaube ich, irgendwas vergessen. Oh, was?
Wir sollten ja nochmal mit diesem Guru reden. Wo waren wir nochmal? Follow my path, and better you will fear. Follow my... Also er sagt auf jeden Fall nichts mehr. Also ich kann hier nichts mehr machen. Was habe ich verpeilt? Ich gehe nochmal zurück zur Dings. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen, aber ich weiß nicht genau was. Meine Klima auszusuchen. Okay, können wir den noch reden? Just be careful with the plants during your inspection. Den kann man nicht reden. Mit ihm. Excuse me. Nee. Was habe ich denn übers... Moment, ich gehe dann mal hier kurz in diese Büros. Achtung. Wird auflösen. Habe ich hier irgendwas noch übersehen? Irgendwas Bestimmtes? Fotografie, das habe ich ja alles schon angeguckt. Ja, da fehlt noch an Dings. This is a table. Only this one is kept in good order, Holmes. Mir kein Experiment durchführen. Wir brauchen auf jeden Fall noch Erde, glaube ich. Irgendwas da. There is no fertilizer with alkaloid here. We need to search a different chemical cupboard. There is no fertilizer. Okay, nichts Bestimmtes. Okay, was sehe ich? Habe ich hier irgendwas übersehen? Miss White's locker. Albert Jones Brief an Miss White. Liebe Margaret, ich weiß, wie sehr dich deine Geldprobleme im Moment belasten. Ich will jedoch nicht zulassen, dass du solch einer Zwickmühle bleibst. Da kann ich dir sicher sein, ich stamme aus einer wohlhabenden Familie und ich würde es als große Ehre erachten, wenn du meine Unterstützung annehmen würdest. Dein treuer Freund Albert. Der habe ich vorhin nicht gesehen. Müsste neu sein.
Haben wir neue Aufgabe wieder abgeschlossen. Also, Arbeit, Ambition. No. Was haben wir hier? Magrete Whites Studium und soziale Situation hingen vollständig von Montagnans Vermögen ab. Ist noch irgendwas? Stopp! Nochmal. Pflanzen. Okay, da können wir jetzt nichts weiter machen gerade. Gut. Dann haben wir jetzt soweit wieder einen kleinen Anhaltspunkt. Und hier kann man noch nichts machen. Vielleicht gehen wir jetzt mal zu der Magrete White nochmal. Hat die, glaube ich, schon ertränkt? Ja. Just be careful with the plants during your inspection. War diese Magrete nochmal? Gute Frage. Ach, hier ist sie. Was jetzt? Poor Mr. Montague Dunn. It is so awful. Was macht dieser Chat hier? Warum kann ich mit Kew Gardens is such an exciting place. Wouldn't you agree? Oh Mann, Arbeitstisch, aber ich brauche ein bisschen Erde, glaube ich. Moment. Aber die untersucht. These leather gloves are new and of good quality. They do not appear to have been used. Ja, glaube ich auch. Das haben wir schon. Gehen wir zurück. Wo kriege ich jetzt die Erde her? A water tank. Gibt auch noch ein Gegenstand. Ja, wie du weißt, habe ich auch noch geguckt. Und dann war ich ja alles schon. Was ist jetzt? Bildschirm verdoppeln. Ist hier irgendwas an Erde?
Hängt mir immer irgendwie. Was kann ich jetzt machen? Keine Ahnung. Ich muss ein Experiment machen mit den Pflanzen. Das Problem ist, wer macht dieses Experiment irgendwie nicht? Das ist eigentlich dieses eine Saathaus. Das ist hier nochmal. Das ist das Saathaus aber. Poor Mr. Montague Dunn. It is so awful. Was ein Japanes experimentieren, aber das wollte ich ja, aber irgendwie ging es nicht. Hey Dennis, na, alles gut? Ja, soweit bei mir ist alles gut. Nur man merkt, es wird langsam warm, also irgendwo Zeit für den Klima, würde ich sagen. From here, we are unable to see the Oh, shit, interior was of hast the du Colonial angestellt? Collection Room. From here, we are unable to see the interior of the Colonial Collection Room. Okay. Ja. Ich hoffe, dass er nicht gebrochen ist, sonst muss er mit, ja, laufen mit Gips. Aber wenn man sich am Zeh stoßt, oh, auf. Das tut weh. Ja, wenn man das nicht gebrochen ist. Blau. Ja, doof. The seeds of plant species are stored here. Hast du mal gekühlt oder so? Wo kriege ich jetzt hier Erde hier? Plakate, aber ich habe nur Plakate angeguckt. Gibt's nichts. Oh, okay. Dann glaube ich, wird Zeit zum Notdienst und Fallarzt. Ja, besser ist es. Wenn nichts hilft, dann hopp hopp.
Wie hast du denn das wieder fertig gekriegt? Ah, hier ist doch irgendwas. Diplom. A master's degree diploma. It belongs to Martin Hamish. Ich kenne das so gut. An award presented to Martin Hamish for Ich bin auch Best tollpatschig. Grower Ich of räume the gerne Year. immer alles ab. Schimpf über gegen, schmeiß alles runter. So. Das bin ich in Vollendung, kann man sagen. Ja, jetzt habe ich doch alles hier. Jetzt habe ich wieder was gefunden, aber das bringt jetzt auch nicht viel. Oh Mann, ey. Dann bringt hier so eine Pflanze. Aber keiner redet hier. Oh. Ich muss ja irgendwie durchs Fenster schauen, wie das Koloniehaus sieht. Aber wie? Ich muss hier raus, ich laufe die ganze Zeit nur im Kreis. Also sehr schön Labyrinth hier. Just be careful. Er sagt nichts da. Ich war jetzt eigentlich überall. Verstehe ich nicht. Ich soll durch das Fenster gucken, aber kann man hier irgendwas sehen? From here, we are unable to see the interior of the colonial collection. So. Almost. I don't know. But I make it. Nursery. Kann man hier durch ein Fenster irgendwo schauen? Nö. Ist hier ein Fenster? Ich verstehe es nicht. Ich habe irgendwas übersehen.
Okay, schaue ich mich hier nochmal um. Oh Mann, ey, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, wir konnten ja in den Tempel rein. Dann gehen wir jetzt nochmal in den Tempel rein und schauen uns nochmal drinnen um. Ist bestimmt irgendwas übersehen. Hier ist eine Tür. This door is locked, but I can try to Sag open ich it. doch, ich habe was übersehen. Shit. Okay, also wir müssen jetzt wieder Schloss knacken. Moment. Das habe ich ja schon. Ja, aber eigentlich ist richtig, finde ich. Ist richtig alles? Auch alles. Hm. Ich mache überspringen. Das ist hier wenigstens noch. Gut, mal gucken, was uns hier drin erwartet. Opium-Tablet. These instruments are used for smoking opium. A vast amount of opium. Chemikalienschrank. Was haben wir hier als Chemikalien? This substance is an alkaloid, the same as in the bottle we found in the bushes at Kew Gardens. Perfect, Watson. Stimmt. We can begin our experiment. This cabinet is full of chemicals. They are the... That would be enough to perform the most difficult of chemical experiments. A vast amount of opium. Okay, ich hoffe, ich habe jetzt auch alles hier durchsucht. Ich will nicht nochmal hierher müssen. Osmo. Hier waren wir schon. Dann gehen wir jetzt mal zu dem Administration her nochmal. Follow my... Oder wieder nichts. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zur... Vielleicht können wir jetzt bei Begangen was machen. So, wir können jetzt ein Experiment machen. Das wäre echt super.
So, ich habe jetzt ein bisschen Fenster aufgemacht. Ich hoffe, es geht nicht wieder los mit Gewitter. Aber es sieht schon ein bisschen danach aus. Ich hoffe, die Tür fliegt dann nicht zu. Okay, jetzt sind wir in Baker Street. Können wir jetzt bitte ein Experiment machen? Bitte. Jawohl. Eine Sache habe ich vergessen. Wie immer. I imagine that one of these plants would be capable of releasing a toxic vapor. I need to find out exactly how it could be done. I shall begin now. Watson, if you are at all optimistic to have dinner this evening, then I'd recommend that you put on the gas mask. Okay. Die geht zu. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. Oh, ja. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. Bei ihr geht's auf. It appears to open after being soaked with alkaloid. The plants would be capable of killing only if they were directly next to the victim and stimulated at precisely the right moment. Let us take our caterpillars to the Colonial Collection Room. We may see things more clearly there. It is too early, Watson. Our suspects will be there. Let us investigate Kew Gardens one more time and ask some questions. Ermittlung in Kew Garden fortsetzen. Das sowieso. Verschwunden tödliche Pflanzen, tödliche Präzision. Mordplan der Sekte. Die göttliche Gesellschaft ließ die tödlichen Pflanzen im Kew Garden, um mit ihnen Montandon zu einem späteren Zeitpunkt zu ermorden. Sekte nicht verwickelt. Jemand stahl die tödliche Pflanzen bei der göttlichen Gesellschaft, die dies tun konnte. Albert ist unerfahren. Botanik gehört nicht zu den Stärken von Albert Dunn. Dementsprechend unwahrscheinlich ist es, dass er wusste, wie die Pflanzen zum Verschießen ihrer tödlichen Sporen gebracht werden können. Alberts Studium. Albert Dunn hat das biologische Wissenschaft, wie man die tödlichen Pflanzen stimulieren kann. Also auf jeden Fall ist noch nicht ganz abgeschlossen anscheinend. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gehen wir jetzt wieder zu Kew Garden, würde ich sagen.
White ist unerfahren. Das botanische Wissen, das sich Miss White an der Universität angeeignet hat, reicht womöglich nicht aus, die korrekte Reaktion der tödlichen Pflanzen zu garantieren. Whites Wissen. Miss White hat die biologische Wissen, die man tödliche Pflanzen hatte, stimmen können. Nee. Ich glaube, die weiß vielleicht darüber. Nee. Die wissen ja auch nicht, wer es ist. Deswegen meinte ich mal so. Okay. Dann geht's wieder zurück. Hier haben wir nichts mehr zu tun. This green, grand, mystic fellow seems rather What should we do next, Holmes? Wir fahren dann jetzt erstmal nochmal zurück. So, Tiergarten würde ich sagen. Mal gucken. Okay. Und soweit alles gut geschafft. So, reden wir mit ihm wieder. Ich hoffe. Ja, können wir ihm reden. Sehr gut. So, vor Duns Tod. Can you tell me if you saw Mr. Montague Dunn on the day of his death? Yes, of course. I met him, and we went to see Albert, his son, at around 9:30. He appeared quite calm. Was machten Sie an dem Morgen? What were you doing on the morning of the accident? After paying multiple visits to Albert, I had a little talk with Miss White. Then I returned to my desk to complete some paperwork. Suddenly I observed that Mr. Dunn was not feeling well, so I ran immediately to fetch Albert. I clearly remember that it was around 10:30, for I was late that morning. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Okay, reden wir mit dem Albert, glaube ich. Ja. Der Tag von Duns Tod. Your father's death does seem highly suspicious. What were your movements here on that day? Suspicious? Well, I was working in the seed house, taking care of Lysa something, or Lear Pontus, or... No, wait. Ah, these Latin names. And I spent so many hours trying to memorize them. Did you see your father that day? Yes. He came here with Mr. Hamish for his weekly visit. There was nothing unusual about that. And then? Nothing. They stepped out to the backyard. It was perhaps 20 minutes before 10 o'clock. Then about 10 minutes later, I saw my father heading for the dry tropics room while Mr. Hamish returned here. Was machten die anderen? And Mr. Hamish and Miss White, what were they both doing that morning? Mr. Hamish visited me a couple of times. I also saw him returning from talking with Miss White, and that was at 10 minutes past 10. But then he ran back here to me to tell me that my father was feeling unwell. We hurried across to the water lily room, and I found my father lying dead on the floor. Oh, my God. Thank you, young man. We shall see you again soon. Okay, jetzt reden wir noch mit der Mrs. White. Farmhouse. Ja, Farmhouse. Jetzt reden wir mit dieser Magrete. Außer wir könnten ja... Das Koloniehaus.
These plants... Wir gehen erstmal zu der rein. Gehe ich dann nochmal was zum nächsten. Ist noch da, hey? Wir können mit ihr reden. Der Tag von Duns Tod. Can you tell me what Mr. Dunn was doing upon the day of his death? I can, but there is nothing very special to say. I was in the laboratory when I saw Mr. Dunn heading towards me. Tuesday is the day of his weekly visit. It was supposed to be at 9, but he was 10 minutes late, as usual. And then? Well, he came in to say good morning. Then I saw him spend 2 or 3 minutes by the plants outside the laboratory. After that, he ran out in the direction of the nursery, where Mr. Hamish was working. He was always in a rush during the inspection, you see. I would pity anyone who stood in his way. Zeitpunkt seines Todes. And that was the last time you saw him? Yes. I stayed in the laboratory until 20 minutes to 11, when I heard the cries of Albert and Mr. Hamish from the large glass house. I joined them as soon as I could, for I knew that something must be very wrong. What exactly were you doing in the laboratory? I was recording an experiment for my thesis. I only stopped my work once when Mr. Hamish visited me briefly around 10 o'clock. Ihre Aufzeichnungen. You say you were recording an experiment when the tragedy occurred. Might I listen to the roll? Certainly. Please do. You will find it in the laboratory. It is number 320. Thank you, miss. Einige Zeit später. Everyone has gone, Holmes. The way is clear. Ach so. Warte. Weg damit. Das ist 1. Ah, da fehlt 1. When Montague Dunn was standing close by the plants, the caterpillars were released and caused the deadly spores to activate. Panicking, and likely already half asphyxiated, Montague Dunn started back and knocked over the bust.
He rushed to the door, but it was locked. He had to force it open with his shoulder. We already know the outcome. Montague Dunn collapsed and died not far from the pool. Well, it is time to perform our experiment on the ventilation system. Wo ist nochmal dieses Labor? Vielleicht ins Büro. Ist nicht immer da. Okay, sie ist weg. Ja, ich habe noch 20 Jahre ein bisschen. Er ist auch weg. Okay. This is a table. Ja, 320. Ich habe das ja gewusst im Labor. Hier ist einer. Here it is. Okay, dann würden wir sagen, wir hören uns das mal an. These plants, classified as shrubs or grasses, have adapted to their arid environment due to a system of underground roots. This recording seems very long. It is unnecessary to listen to all of it. Miss White was in the laboratory, as she told us. Jetzt reden wir nochmal mit dem Albert. Ist hier noch irgendwas? Miss White's lock. Wir haben aber alles schon durchsucht von ihm. These jewels must be worth a small... Ja, gerecht, dann gehen wir jetzt mal zu Albert zurück. Albert ist ja immer noch hier in dem kleinen Haus. Okay. Nicht da? Wo sind die alle hin? Alle abgehauen oder wie?
The caterpillars could only fall from the ventilation duct. Our caterpillars are in place. I'll activate the ventilation system. All right, Holmes. We have to activate the ventilation system. We have to activate the ventilation system. Ah, schau mal an. Jetzt sieht man das. Okay. Und jetzt? From here, we are unable to see the interior of the Colonial Collection Room. Hier ist auch der Hebel. Ist doch ein Hebel, man könnte nicht aktivieren.
Antrieb der Belüftungsanlage. Sehr gut. The power is on. The engine cannot be started whilst the transmission is active. The engine has started. The ventilation system is working. Excellent. This ventilation fan is working. Let us see if I can activate the other one. Zuchthaus. Man kann schon jeden Fenster öffnen. Hier vielleicht. We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. Perfect. Now I just need to find Watson to check the result. It works perfectly, Holmes. Bravo. Now, if you could just help me to get rid of these caterpillars. Perfect. Now we know how the murder of Montague Dunn was carried out, by activating both Albert's and Mr. Hamish's fans. But only from Mr. Hamish's workplace would it be possible to see when Montague Dunn entered the Colonial Collection Room. Okay. Das war ein Gedankenspiel wieder. Belüftungsbenutzung, Präzision. Hamish Gelegenheit. Hamish hat die Gelegenheit, die tödlichen Pflanzen im Koloniehaus zu stimulieren. Als Biologe hätte er genau gewusst, wie das zu bewerkstelligen ist. Hamish ist schuldig. Hamish könnte Täter sein. Er hat die Gelegenheit, die Pflanzen der göttlichen Gesellschaft zu stehlen und sie von seinem Arbeitsplatz aus zu stimulieren. Unmittelbar nachdem er Montage dann im Koloniehaus eingeschlossen hat. Hamish verhaften lassen. Sorgen Sie dafür, dass Hamish verhaftet wird. Gut, dann müssen wir jetzt zur Scotland Yard. Let's go to Scotland Yard. Wir sollen jetzt den verhaften lassen. Gucken, was er davon hält. Er wird wahrscheinlich abstreiten. I must admit, it would be rather unusual to use a poisonous plant as a murder weapon. Ja. Es gibt schon
Außergewöhnliche Fälle, würde ich sagen. Gibt es irgendwelche persönlichen Gegenstände? Und dann ist Gegenstände, okay. Inspector, I believe that Martin Hamish is guilty of the murder of Montague Dunn. Aha! I knew it. I'll send the lads around to arrest him. Very good. I shall wait to hear from you. Einige Zeit später. Okay, fortfahren. Inspector, I came here as quickly as I could. Martin Hamish is in the large glass house. There's no need to hurry. Hier wechseln. Was ist hier? Farmhouse. Oh shit. Holmes, my God! Yes, we found him like that. Our messing around with the ventilation system didn't go unnoticed. Mr. Hamish realized that we knew. Inspector, could you arrange the body, please? I should like to examine it. Okay, jetzt müssen wir untersuchen. Hat er ihn runtergeholt? Okay. Eieieiei. Martin soll mich untersuchen. Holmes, his left shoe is unique. This anomaly is often a characteristic of... A club foot. Bravo, Watson. That is the key element of this case. Klumpfuß. Matthias Hamish Brief. Martin Hamishs Abschiedsbrief. Mein Leben ist mittlerweile die Hölle. Es ist nicht zu ertragen. Dann hat es wieder verdient zu sterben. Aber ich kann es mir nicht verzeihen, dass sein Blut an meinen Händen klebte. Wir von der Familie Hamish sind immer Opfer unserer Umstände geworden. Und ich selbst bilde da keine Ausnahme. Ich muss für meine Sünde büßen und das werde ich und jetzt tun. Lebe wohl. Und dann hat er sich am Brett erhängt. Oh shit. Finden Sie heraus, wer Motivation hat, untersucht die Leiche von... Okay, machen wir gerade. Halt. The mark around the neck is very visible. He died instantly. Gut, wir müssen nochmal ein Gedankenspiel. Geständnis und Klumpfuß. Handelte Hamish alleine? Martin Hamish konnte aufgrund der Tuberkulose an seinen Klumpfuß nicht rennen. Von daher sollten wir herausfinden, ob er genug Zeit gehabt hätte, die Tür zum Kolonienhaus abzuschließen und das Belüftungssystem zu aktivieren. Hatte er vielleicht einen Komplizen? Mit Seit reden. Unterhalten Sie sich mit Seit über die neuen Hinweise, die Sie an Martin Hamishs Leiche entdeckt haben. Gut, dann tun wir das auch gerade. Ist er gerade gleich hier in der Nähe. Seit, wo bist du? Hier. Something about this rings very oddly.
Why do you say that, Mr. Holmes? Why? Because of Mr. Hamish's club foot. Oh, I deserve to be kicked from here to Charing Cross. I should have noticed it. But, Mr. Holmes, I can't see why. No, I don't suppose you do. You must recall that Mr. Dunn was locked inside the Colonial Collection Room by the murderer. If it was Mr. Hamish, he would have had to run up to his workplace to trigger the fan situated above it, taking into consideration the condition of his foot. Well, it is still possible. Perhaps, but it is rather strange that such a person as Mr. Hamish decided to base his plan on the speed of his gait. You mean to say that somebody helped him? So the suicide is questionable? Correct. Mr. Hamish accuses only himself in his letter, and so the investigation stops. Possibly an accomplice, then? That idea had not occurred to me, Mr. Holmes. I have another idea, Inspector. Thanks to the testimony that we have collected, we are able to rebuild the events as they took place that day. With a timeline, such as we did in the Jack the Ripper case. Precisely. The map at the entrance of Kew Gardens should help us with our timeline. Let us analyze the facts and statements so that we may recreate the events of that morning. Keine Ahnung, ich überspringe das mal. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Perfect, Watson. Now, let us ascertain who Perfect, assisted Watson. Martin Hamish in killing Montague Dunn. Gesprungen hat, ne? Zeitachse das. Wenn straight and ganz abgeschlossen. Jetzt können wir wieder ein Gedankenspiel machen. Als Zeitachse und Hamish Zeitachse. Wo ist das? Ah, hier. Kannst du mal sehen. Albert kein Komplize. Martin Hamish und Albert Dunn sind keine Komplizen. Es ist wahrscheinlich, dass Albert die Gelegenheit hatte und so 30 Minuten. Nee. 10 Minuten hätten auch nicht ausgereicht, um die Tür zum Kolonienhaus abzuschließen. Albert hatte Zeit. Aber dann war Martin Hamishs Komplize so 10 Minuten wären ausreichend Zeit für ihn gewesen. Und dann folgen die Tür aufzuschließen und dann mit dem Belüftungssystem zu aktivieren. Was haben wir hier noch? Ich drücke immer den falschen Knopf. Das und das. White hatte Zeit. Miss White hatte so 20 Minuten. Es wäre genügend Zeit gewesen, um Montage dann einzusperren. Sie hatte die Tür abschließend und Martin Hamish Bescheid gegeben können, damit diese das Belüftungssystem aktivieren konnte. White keine Komplizen. Martin Hamish bis White sind keine Komplizen. Es ist unwahrscheinlich, dass sie Gelegenheit hatte. 20 Minuten hätten auch nicht ausgereicht, um die Kolonienhaus abzuschließen. Irgendwas passt ja nicht.
Okay. Also sie ist die Mörderin sozusagen. Jetzt fahren wir wieder zur göttlichen Gesellschaft. Mal gucken, wie sie darauf reagiert. Weil ich glaube, es lässt sich, glaube ich, nicht ganz schnell verhaften oder ins Gefängnis stecken. Mal gucken, wie sie reagiert. Ob wir gegen sie kämpfen müssen oder ob sie irgendwas anderes vorhat. Das schauen wir uns dann mal an. Und gibt mir Antwort. But Holmes, how can you be certain that we'll find Miss White here? It is obvious, Watson. Just use your brain. I am using it. I do use it. Now that the rope has tightened around Martin Hamish, Miss White must act to erase all traces of her implication. After the suicide of her accomplice, there is one final trace remaining: the deadly plants of the Divine Syndicate. She will be there. Very good. Shall we go? Just one moment. Now listen to me, Watson. I shall see her alone. You will conceal yourself behind her, quietly. Whatever are you planning? Nothing spectacular. The impulses of women have always been a mystery to me. But she is a bold one, and so we must be cautious. All right. You can count on me, Holmes. Okay, da ist er doch. Mr. Holmes, good day to you. You do not seem surprised, Miss White. Ja. Well, I was expecting you. Not for too long, I believe. So please tell me, as it is still unclear, who planned the murder? Was it you? You were wrong, Mr. Holmes. It was Martin Hamish, then. You managed to convince him to take on a more prominent role. You could not be further from the truth. You think that you can fool me? You don't care what I think. It is difficult to care about someone who is capable of pushing a man to his suicide. It is over, Miss White. The police will be here any minute. Over, perhaps. One moment you were here, and the next, you were on the other side. The other side? No! Stop! I beg you not to do this, Miss White. Don't come any closer. Please remain calm. We can help you. Not one step further. Don't try to stop me. Was ist mit dem Fernseher? Jo, der Fernseher geht einfach aus. Sehr schön. Okay, weiter geht's. Ich konnte ja nichts drücken. This is tragic, Holmes. Are you able to do anything? I'm afraid not. The poison has been fulgurating. Her heart stopped instantly, poor child. Ein anderes Ende auswählen, bitte. Mein Fernseher ist vorhin ausgegangen und dann nichts mehr gesehen. Ach, die Technik von heute, sage ich euch. Okay, auf ein neues würde ich sagen. Jetzt aber mit Concentration. Na komm. Na toll. Was ist jetzt los? Tut alles von vorne. Ja, keine Gnade für Right. Okay. Gut. Wir hatten es fast geschafft. Dann geht der Fernseher aus und dann schickt ein. Naja. Oh, wir gehen vorne auch noch aus. Also
hat nur gesagt, ja, mein Fernseher ist ausgegangen und sie ist dann gestorben. Und jetzt muss ich halt wieder von vorne machen, ne? Oh Mann. Aber Neues. But Holmes, how can you be certain that we'll find Miss White here? It is obvious, Watson. Just use your brain. I am using it. I do use it. Now that the rope has tightened around Martin Hamish, Miss White must act to erase all traces of her implication. After the suicide of her accomplice, there is one final trace remaining, the deadly plants of the Divine Syndicate. She will be there. Very good. Shall we go? Just one moment. Now listen to me, Watson. I shall see her up. What? Not... Okay, jetzt komm nochmal. Jetzt Konzentration. Mr. Hell. You... What? Not for too long. Ich drück das so mal please. weg. You will... It... Das ist ja nicht was. You... It is... The up... I beg you not to do this, Miss White. Don't come any closer. Please remain calm. We can help you. Not one step further. Don't try to stop me. Stop this foolishness. You cannot truly want to die. No, it's too late. Boah, wie schnell kann man da drücken? Boah, wie schnell man da drücken muss. Egal, noch einmal. Also ich soll vielleicht dieses Reagenzglas von ihr wegschlagen. Okay, nochmal auf ein neues, weil es so schön war. Warum speichert das nicht? Ja. Das kann man nicht einfach überspringen. Ich glaube, ich überspringe die Sequenz. But Holmes... Mr. Holmes, good day to you. Nee, today nicht. Jetzt kommen wir You ins think that you can Gefängnis. You... Oh, Well done, Watson. She was not faking. Miss White, you have no right to take your own life. Dr. Watson? Did you just save me? Or worse? Das Drama von Kew Garden. Miss White hat sich als eine gefährliche Frau herausgestellt, fähig einer raffinierten Mord zu verüben. Als ihr klar wurde, dass sie auf keinerlei finanzielle Hilfe mehr von Montagne erzählen konnte, richtete sie ihre Avancen dieses Sohn Alba. Sie war diejenige, die die Tür zum Kolonienhaus abschloss, nachdem unmittelbar davon Hamish die Rauben freigesetzt hatte. Danach drängte sie Martin Hamish in den Selbstmord, nur um den Verdacht von sich selbst zu lenken. Sie hat ihr Ende mehr als verdient. Ja, das glaube ich auch.
Ich muss es leider ja, überspringen, sonst hätte ich das Ganze halt nicht geschafft. Ja. Gut, Entscheidung bestätigen, würde ich sagen. So ist der Fall abgeschlossen, hoffentlich. Ertrampelt werden. Okay, strenger Richter. Eine tödliche Blume als Trophäe. Okay. Where are you going, Holmes? Have you been invited somewhere? We have been invited, Watson. We have? Where to? To the Baker Street Irregulars' annual dinner. They sent us an invitation. It is on the table. A dinner? How could those street urchins afford anything like that? I can't understand your interest in them, Holmes. They're dirty. They wouldn't hesitate to steal your wallet. They... Watson, you should be excited. It is a secret dinner. Its location changes every year. Read the menu. Sounds mouth-watering. All right. We, the secret police of Baker Street, invite you, Sherlock Holmes, and Dr. Watson to our annual dinner. Menu, entree, frozen rat-head salad. Is this a joke? Not at all. Pray continue. Main course, sow's udder in Danny Nutcracker's way. Ah, sounds disgusting, Holmes. Hedgehog goulash. Street turnips in homemade juice. And it goes on. Ah, I can hear them on the stairs now. Oh, we can't go there. We can't eat that. Watson, you'll hurt the feelings of those poor children. We have to go. Aber Igelgulasch, das geht gar nicht. Oh, Mr. Holmes. It is fine, Mrs. Hudson. Mr. Holmes! Wiggins, Dr. Watson is getting ready. He will be delighted to join us. You don't look well, my young man. Is there something wrong? Don't tell me the dinner is cancelled. Mr. Holmes, it's my brother Leighton. He's in a prison cell. They say he's killed 2 men. You have to help us, Mr. Holmes, because I know he didn't do it. Where is he now? From what I've heard, they took him to the yard, and they gave him a good beating already. You know what they're like. They'll hang him. They won't look any further. Holmes, we have to help him. And forget about the dinner? Wiggins, I'll take the case. You're fantastic, Mr. Holmes. I'll be waiting for you at the crime scene. You'll be there, right? It's on Half Moon Street in Whitechapel. Very well. Beim nächsten Mal. Das machen wir aber beim nächsten Mal. Gucke ich jetzt erstmal hier. Wir haben, glaube ich, wieder einen Brief bekommen. Okay, Pflanzen können töten. The Times. Eine Sensation, eine exotische Möglichkeit für einen Mord. Das Arsenal der Kriminellen durfte bald um giftige Pflanzen erweitert werden. Eine junge und bildhübsche Frau hat zusammen mit ihren Kollegen in Kew Garden den schrecklichen Mord am Direktor der Gärten, Mr. Montagu, dann geplant und ausgeführt. Nur ein einziger Detektiv war in Lage, die Wahrheit hinter dem Verbrechen aufzudecken, das zuvor als einfacher Herzanfall zu den Akten gelegt werden war. Der Name dieses Detektivs lautet Sherlock Holmes und das sind natürlich wir. Wir haben den Fall abgeschlossen und erfolgreich auch ermittelt. This is... Okay, sonst haben wir hier nichts Bestimmtes mehr.
ungewöhnlichen Gegenstand untersuchen. Gehen wir kurz den Jagdler. Ich kann noch irgendwas da untersuchen. Das sind irgendwelche persönlichen Gegenstände. I don't know. Die looking. Mr. Holmes, whatever brings you here so late at night? I'm interested in the case of young Leighton Chapman. He was arrested earlier this evening. I bet. Ach so. A few. Thank. Also das gucken wir ja später nach. Ich habe jetzt schon wieder einen neuen Fall angefangen. Kann man speichern? Ich glaube, das hat jetzt gespeichert. Okay, meine Leute. Und zwar ist der Fall jetzt abgeschlossen, das Drama von Kew Garden. Also auf jeden Fall war es auch sehr, sehr spannend gewesen, wer jetzt der Mörder ist. Aber ich habe mir nicht gedacht, dass die Frau der Mörder ist. Also dass die diese Sachen mitgemacht hat, das ist echt schon krass. Ich habe erst gehofft auf den einen Gärtner, der immer draußen diese Blumen gegossen hat. Dachte ich erst, er wäre der Mörder, weil ich weiß nicht, er hat eine komische Persönlichkeit gehabt, aber dass er sich ermordet hat dann noch, also aufgehangen und bla bla. Sie wollte sich ja auch eigentlich umbringen, aber wir haben sie davor gerettet. Und ja, kurz bevor wir wieder in Baker Street angekommen sind, haben wir gerade den neuesten neuen Fall bekommen. Und der wird beim nächsten Mal auf jeden Fall stattfinden. Und zwar ist es der Fall Nummer 6 und der allerletzte Fall und der letzte Fall. Wird es spielt, also dann haben wir es dann beim nächsten Mal durchgespielt sozusagen. Und zwar ist der Fall Schüsse bei Mondlicht. Wie wir gehört haben von den kleinen keine Ahnung, Bruder ist im Gefängnis, weil er angeblich jemanden getötet hat, 2 Leute. Und ja, das werden wir auf jeden Fall beim nächsten Mal herausfinden, ob der Bruder von ihm schuldig ist oder nicht. Und dann haben wir das Spiel durch auch. Gestern haben wir bei Homers Fluch durchgespielt. Also haben wir schon 2 Spiele in der Woche durchgespielt sozusagen. Morgen steht ein Stream an ab 15 Uhr. Und zwar Man of Medan. Das ist die Dark Pictures. Das ist auch ein sehr tolles Spiel. Das ist ein bisschen so wie Until Dawn. Da musst du auch Entscheidungen treffen. Es gibt immer ein anderes Ende sozusagen. Nur Until Dawn ist was ein bisschen anderes. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei Dennis. Dankeschön, dass du vorbeigeschaut hast. Und danke der Saarländer, der Liebe dagelassen hat und einen schönen Tag gewünscht hat. Vielen, vielen Dank. Und ich habe 80 Follower. Vielen, vielen Dank. Denn wer auch immer mir folgt, das kann ich in mal nachschauen. Und zwar folgt mir der Randall and Sid. Vielen, vielen Dank für deinen Follower. Ich hoffe, du bist auch beim nächsten Mal wieder dabei. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ja, bis morgen. Ciao, ciao.